An deutschen Hochschulen gibt es noch immer etwa doppelt so viel Professoren wie Professorinnen. Und das, obwohl mehr als die Hälfte aller Absolventinnen Frauen sind. An der Universität zu Köln liegt die Professorinnenquote in vielen Fächern unter 30%, obwohl etwa zwei Drittel der Absolventinnen weiblich sind und durchschnittlich mit besseren Noten abschließen. Das sogenannte Kaskadenmodell zeigt, dass der Anteil von Frauen auf jeder Stufe der wissenschaftlichen Karriere weiter abnimmt und der von Männern steigt. An schlechteren Leistungen der Frauen liegt dies nicht. Vielmehr gibt es in unserem wissenschaftlichen System unterschiedliche Faktoren, die zu diesem Effekt führen. Doch warum brauchen wir eigentlich mehr Professorinnen? Studien zeigen, dass Diversität und damit verschiedene Perspektiven ein entscheidender Faktor für wissenschaftliche Innovation sind. Deshalb sollten Teams Mitglieder verschiedener Diversitätskategorien angehören, zum Beispiel People of Color, Menschen mit einem nicht-akademischen Familienhintergrund, einer internationalen Biografie, mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Nur durch die Vielfalt von Perspektiven stellen wir sicher, dass alle Menschen von Forschung und Wissenschaft profitieren, etwa wenn es um die Weiterentwicklung von Medikamenten geht oder um die unterschiedliche Nutzung von Verkehrswegen. Besonders Berufungsverfahren, also die Verfahren, in denen Professuren mit neuen ProfessorInnen besetzt werden, sind nachweislich anfällig dafür, dass Männer und Frauen ungleich behandelt und ihre Leistungen unterschiedlich bewertet werden. Das passiert oft unbewusst. Im Grundgesetz ist der Grundsatz der besten Auslese festgeschrieben. Demnach hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Berufungsverfahren geschlechtergerechter zu gestalten bedeutet also nicht, schlechtere Frauen zu bevorzugen, sondern die Verfahren so zu gestalten, dass die beste Person ausgewählt wird. Hierfür müssen gleiche Kriterien und Bedingungen gelten, dabei aber die Unterschiedlichkeit in Lebens- und Karrierewegen ausgewogen berücksichtigt werden. Darauf zu achten, dass Frauen und Männer auch in Berufungsverfahren gleichberechtigt behandelt werden, ist Aufgabe der Kommission und der zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Sie muss in jedes Berufungsverfahren an der Universität eingebunden werden. Zusätzlich begleitet die Gleichstellungsbeauftragte der jeweiligen Fakultät jedes Verfahren. Welche Rechte und Pflichten die zentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihre dezentralen Vertreterinnen in den Berufungsverfahren haben, regelt das Landesgleichstellungsgesetz sowie das Landeshochschulgesetz. Darüber hinaus hat die Universität zu Köln eine Berufungsordnung erlassen, die dazu beitragen soll, dass Frauen bei gleicher Leistung adäquat berücksichtigt werden. Im Folgenden möchten wir die Rahmenvorgaben für ein geschlechtergerechtes Berufungsverfahren vorstellen. Dazu lässt sich grundsätzlich feststellen, dass sich alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Auswahlprozess auch positiv auf den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit auswirken. Laut Landesgleichstellungsgesetz NRW ist die Gleichstellungsbeauftragte beratendes Mitglied jeder Berufungskommission mit Antrags- und Rederecht. Zudem nimmt sie am Ende Stellung zu jedem Verfahren. Die Bewertungskriterien müssen bereits zu Beginn des Verfahrens von der Berufungskommission festgelegt werden und zur Bewertung der einzelnen KandidatInnen in jedem Verfahrensschritt erneut herangezogen werden. Berufungskommissionen sollen paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein, um so eine größere Gendersensibilität zu erreichen. Wo dies nicht möglich ist, muss der Frauenanteil mindestens dem des jeweiligen Fachs entsprechen. In Fächern mit einem Frauenanteil unter 30% muss eine sogenannte aktive Rekrutierung erfolgen. Hierunter versteht man, dass geeignete Kandidatinnen gesucht, persönlich auf die Ausschreibung einer Professur aufmerksam gemacht und zur Bewerbung eingeladen werden. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass in Bereichen mit geringem Frauenanteil gleich viele Frauen wie Männer zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen werden müssen, wenn sie die geforderte Qualifikation erfüllen. In dem Gespräch dürfen keine diskriminierenden Fragen gestellt werden. Befangenheiten von Kommissionsmitgliedern gegenüber den Bewerbenden werden vor jeder Sitzung der Berufungskommission abgefragt. Mitglieder müssen die Kommission verlassen, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis zu Bewerbenden besteht, Personen eng wissenschaftlich zusammenarbeiten oder eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung besteht. Ein weiterer Aspekt, der die Qualität und Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung positiv beeinflusst, sind geheime Abstimmungen während aller Verfahrensschritte, um die Unabhängigkeit der Wahl zu gewährleisten. Da Lebensläufe und Karrieren unterschiedlich bewertet werden können, sollte unter den GutachterInnen, die die Kommission bei der Entscheidungsfindung zwischen den letzten KandidatInnen unterstützen, mindestens eine Frau sein.
Alle Entscheidungen der Kommission müssen nachvollziehbar begründet und protokolliert werden. Bei gleicher Eignung müssen Bewerberinnen am Ende bevorzugt werden. So erfolgen eine möglichst unabhängige und nachvollziehbare Auswahl und Bewertung der Kandidatinnen auf eine Professur, damit am Ende wirklich die oder der Beste gewinnt.